Alles begann mit einem Video, das zunächst wie ein Fake wirkte. Ein verschwommenes Bild, eine zitternde Kamera und im Hintergrund der trockene Boden, auf dem etwas, das an einen Fisch erinnert, langsam und widerwillig nach vorne kriecht. Es sah aus wie eine Szene aus einem Science-Fiction-Film. Nur geschah es in der Realität. Erstaunlicherweise schwamm das Wesen nicht, sondern bewegte sich über den Boden. Ohne Wasser, ohne offensichtliche Angst. Und es war kein Fehler, keine einmalige Anomalie. Diese Fische existieren und sie können tatsächlich an Land kriechen. Es handelt sich nicht um Mutanten oder prähistorische Kreaturen. Es ist eine reale Art, die Wissenschaftlern bekannt ist, aber bis vor kurzem unterschätzt wurde. Ihre Besonderheit ist die Fähigkeit, sich an Land zu bewegen, indem sie ihre Flossen wie eine Art Hände benutzen. Es ist nicht nur ein seltenes Verhalten, sondern ein Beispiel für aktive Anpassung, echte lebendige Evolution in Aktion. Wissenschaftler, die sie in ihrer natürlichen Umgebung studierten, waren verblüfft. Diese Fische kommen nicht nur aus dem Wasser, um Gefahren zu entgehen. Sie können beträchtliche Entfernungen an Land zurücklegen und tun dies regelmäßig. Aber die wichtigste Frage, die sich den Forschern stellte, war einfach und beunruhigend. Warum? Was veranlasst einen Fisch, das Wasser, sein gewohntes, sicheres Element, zu verlassen und über den heißen Boden zu kriechen? Die Antwort war weitaus schockierender, als man erwarten konnte. Genau unter der Sandschicht machten die Wissenschaftler eine Entdeckung, die das gesamte Verständnis über das Verhalten dieser Kreaturen veränderte. Unter dem Sand gefunden. Ein Forscherteam, das in Afrika in einer Region arbeitet, in der die Flüsse für viele Monate austrocknen, stieß auf seltsame Furchen im Sand. Sie waren gleichmäßig, als ob sie von einem kleinen Traktor gezogen worden wären. Zuerst vermutete man, dass es sich um Spuren von Reptilien handelte, aber die Tiefe und Form der Furchen waren verwirrend. Im Sand befanden sich mikroskopische Schuppen und Schleimspuren. So etwas konnte nur eine Art von Lebewesen hinterlassen. Ein Fisch. Als der Bagger das trockene Flussbett vertiefte, förderte er nicht nur einen Fisch zutage, es war ein Exemplar, das noch lebte und sich im Sand eingegraben hatte, um auf Feuchtigkeit zu warten. Genau dann begann man mit der Analyse und erkannte, vor ihnen war nicht nur ein Überlebender der Dürre, sondern ein Migrant, ein Fisch, der sich über Land bewegt. Erstaunlicherweise galten solche Fälle früher als Ausnahmen. Doch nach der Entdeckung einer ganzen Gruppe von Exemplaren unter dem Sand wurde klar, es handelt sich um ein systematisches Verhalten und nicht um eine einmalige Rettung vor der Dürre. Diese Fische sind in der Lage, die Feuchtigkeit im Boden über Dutzende von Yards zu spüren. Sie wittern Wasser und kriechen darauf zu, indem sie ihre Flossen und Körperbewegungen nutzen. Ihr Weg ist keine chaotische Bewegung, sondern ein klares Folgen der Feuchtigkeitsquelle. Und jeder solcher Ausflüge ist ein riskanter, aber bewusster Schritt. Aber wer sind sie? Woher kommen sie? Und wie hat der Fisch überhaupt gelernt, ein Doppelleben zu führen? Verborgene Migranten. Lernen Sie die Vertreter der Gattung Periophthalmus kennen, besser bekannt als Schlammspringer. Diese Kreaturen ähneln äußerlich gewöhnlichen Fischen, sind aber in Wirklichkeit ein amphibisches Phänomen. Ihre Evolution ging in Richtung Anpassung an das Leben an der Grenze zwischen Wasser und Land. Sie können durch die Haut und die Schleimhaut des Mundes atmen, Feuchtigkeit speichern und ihre Flossen dienen als stützende Gliedmaßen. Einige Vertreter dieser Gattung leben in Mangrovensümpfen, aber die schockierendsten sind diejenigen, die austrocknende Flüsse und Ufer besiedeln. Jedoch gehören nicht alle Landfische zu einer einzigen Art. Untersuchungen haben gezeigt, dass mehrere Gattungen tropischer Fische die Fähigkeit erworben haben, sich kurzzeitig an Land zu bewegen. Einige über Schlamm, andere über Gras, wieder andere über heißen Sand. Der Grund ist der Kampf ums Überleben. In Umgebungen, in denen Gewässer schnell verschwinden, bedeutet es, im Wasser zu bleiben, den Tod. Und die Natur hat die Mutigen ausgewählt. Das Einzigartige daran ist, dass die Migrationen dieser Fische nicht spontan, sondern nach einer genau berechneten Route erfolgen. Einige Arten erinnern sich sogar an alte Wege und geben sie durch Verhaltensmuster an ihre Nachkommen weiter. Aber all das wäre nur eine interessante Tatsache, wenn da nicht ein Aber wäre. Lebendige Evolution. Vor den Augen der Wissenschaftler geschieht etwas, das früher unmöglich schien. Ein Fisch, der sich im Grunde direkt vor ihren Augen in ein Amphibium verwandelt. Evolution dauert nicht immer Millionen von Jahren. Manchmal genügen einige Dutzend Generationen, um irreversible Veränderungen einzuleiten. Untersuchungen haben gezeigt, dass sich bei Fischen, die über Land migrieren, die inneren Organe zu verändern beginnen. Es entwickelt sich eine besondere Art der Lungenventilation, die Haut verdickt sich und es entstehen dichtere Schuppen, die vor Feuchtigkeitsverdunstung schützen. Sogar die Augen werden bei ihnen gewölbter, um außerhalb des Wassers besser sehen zu können. Genau das hat die wissenschaftliche Gemeinschaft schockiert. Wir sind es gewohnt, Evolution als einen langsamen Prozess zu betrachten, aber hier, an den ausgetrockneten Ufern, scheint sie sich zu beschleunigen. Die Fische überleben nicht nur, sie erobern aktiv das Land. Es handelt sich nicht um eine vorübergehende Anpassung, sondern um eine dauerhafte Transformation. Bereits jetzt können diese Arten Dürreperioden unter der Erde überstehen, sich von Insekten an der Oberfläche ernähren und sich am Geruch orientieren. Jedes neue Individuum ist ein Schritt zu einer völlig neuen Art. Aber das Erstaunlichste ist nicht, wie sie sich verändern, sondern wie sie jagen. Jagd ohne Wasser.
Wenn man den Satz Fisch jagt an Land hört, ist der erste Impuls zu lachen und dann kommt das Erstaunen, weil sie es tatsächlich tun. Und das effektiv. Einige dieser Fische sind in der Lage, sich an kleine Insekten heranzuschleichen, innezuhalten und dann plötzlich zu springen und die Beute mit ihrem Maul zu packen. Ihre Bewegungen erinnern an einen Miniaturalligator. Nur ist der Alligator ein Reptil und das hier ist ein Fisch. Ja, ein Fisch, der wie ein Raubtier auf fester Oberfläche jagt. Das Geheimnis liegt in ihrer einzigartigen Muskulatur und der Struktur ihrer Wirbelsäule. Die Schläge, die sie ausführen, werden mit einer Genauigkeit von Bruchteilen einer Sekunde koordiniert. Und all das ohne Wasser, ohne Flossenimpuls. Nur Muskeln, Kraft und Präzision. Einheimische in einigen Regionen haben bereits gelernt, diese Fische zur Bekämpfung von Insekten zu nutzen. Sie werden sogar in Gärten ausgesetzt, wo sie einige Tage jagen, bevor sie wieder zum Wasser zurückkriechen. Aber wie jedes Raubtier bringen auch diese Fische nicht nur Nutzen, sondern auch eine Bedrohung mit sich. Unsichtbare Bedrohung. Wenn es um Raubtiere geht, stellt sich unsere Vorstellung Haie, Tiger oder im schlimmsten Fall Schlangen vor. Aber ein Fisch, der langsam über das Land kriecht, wirkt eher komisch als furchteinflößend. Doch Ökologen, die diese Migrationen beobachtet haben, schlugen Alarm, weil diese Kreaturen beginnen, das Gleichgewicht der Ökosysteme zu verändern, in die sie eindringen. Das Problem ist, dass solche Fische nicht nur neue Gebiete erschließen, sondern aktiv die einheimischen Bewohner verdrängen. Auf den ersten Blick nur eine kleine Bewegung auf der Suche nach Wasser. In Wirklichkeit jedoch eine Invasion in eine Umgebung, in der andere Organismen nicht darauf vorbereitet sind, mit solchen Eindringlingen zu konkurrieren. In einigen Regionen Asiens und Ostafrikas wurde beobachtet, wie solche Fische die Populationen einheimischer Wirbelloser zerstörten. Und in Australien gab es einen Fall, bei dem ihr Auftreten mit einem drastischen Rückgang der lokalen Amphibienpopulationen zusammenfiel. Paradoxerweise handelt es sich nicht um invasive Arten, die vom Menschen eingeführt wurden. Es sind natürliche Bewohner, die einfach begonnen haben, eine neue Strategie zu nutzen. Und das macht es noch beängstigender, weil es praktisch unmöglich ist, sie zu stoppen oder zu kontrollieren. Was wird passieren, wenn sie beginnen, sich massenhaft auf dem Land auszubreiten? Wer wird das nächste Opfer in der Verdrängungskette sein? Und all das hat sich nur verstärkt nach einem Phänomen, das an einem erstaunlichen Punkt auf der Karte verzeichnet wurde. Das Phänomen von Mosambik, Südosten Afrikas, das Gebiet zwischen ausgetrockneten Flussbetten und feuchten Küstenregionen. Hier kam es zu einem Aktivitätsschub, der alle bisherigen Vorstellungen über die Bewegungen von Fischen in Frage stellte. Zum ersten Mal wurden Dutzende von Individuen beobachtet, die ihr gewohntes Gewässer verließen und sich über offenes Gelände in Richtung eines völlig anderen Ökosystems bewegten. Es sah nicht wie eine panische Flucht aus. Es war ein organisierter, gezielter Übergang. Die Fische wählten die Zeit. Früh am Morgen, wenn die Feuchtigkeit nach der Nacht noch anhielt und die Erdoberfläche sich noch nicht aufgeheizt hatte. Sie bewegten sich in Gruppen, hielten manchmal im Schatten von Steinen an und setzten dann ihren Weg fort. Wissenschaftler stellten Kameras und Sensoren auf, beobachteten ihre Routen, analysierten das Verhalten und kamen zu einer erstaunlichen Schlussfolgerung. Die Fische orientieren sich nicht nur an der Bodenfeuchtigkeit, sondern auch am Magnetfeld der Erde. Dies war die erste Hypothese, die ihre Genauigkeit erklärte. Diese Fische kriechen nicht einfach irgendwo hin, sie wissen, wohin sie gehen. Es ist eine strategische Migration, die alle gewohnten Rahmen sprengt. Aber das Erstaunlichste sind die Spuren, die sie hinterlassen. Eine sandige Spur. Als die Forscher begannen, die Oberfläche zu analysieren, über die sich die Fische bewegten, bemerkten sie eine seltsame Struktur von Rillen. Es stellte sich heraus, dass die Fische bei jeder Bewegung nicht nur eine Spur hinterlassen, sondern eine Art Unterschrift. Ein Weg mit einem sich wiederholenden Muster, fast wie eine natürliche Gravur. Die Form der Spuren erinnerte an das, was Schlangen hinterlassen, jedoch mit charakteristischen Abdrücken von Flossen. An einigen Stellen ist zu sehen, wie der Fisch langsamer wurde, als ob er sich umsah, an anderen wiederum beschleunigte er, als ob er die Nähe des Wassers spürte. Diese Spuren wurden erstmals zufällig entdeckt, aber bald begann man sie gezielt zu suchen. Dies ermöglichte es, Orte zu finden, an denen die Fische sogar nach mehreren Tagen gewesen waren. Darüber hinaus wurden die Spuren genutzt, um Migrationskarten zu erstellen. Dies wurde zu einem echten Durchbruch in der Erforschung des Verhaltens dieser Kreaturen. Aber erstaunlich ist nicht nur, wie sich die Fische bewegen, sondern auch, womit sie es tun. Ihr Körper ist eine wahre biologische Maschine, die auf eines abgestimmt ist: das Überleben an der Grenze zweier Elemente. Die Flexibilität der Anatomie. Von außen sieht das seltsam aus. Ein kleiner Fisch mit einem langgestreckten Körper und breiten Brustflossen. Aber im Inneren ein wahres Wunder der Evolution. Die Wirbelsäule dieser Kreaturen kann sich in unglaublichen Winkeln biegen, was ihnen Manövrierfähigkeit sogar an Land verleiht. Die Brustflossen funktionieren wie Gliedmaßen, die den Körper nach vorne stoßen, während der Schwanz einen kurzen, aber kraftvollen Impuls erzeugt, der hilft, trockene Sandabschnitte zu überwinden. Einige Arten sind in der Lage, einige Zentimeter hoch zu springen, als ob sie Hindernisse überspringen würden. Die Haut ist mit Schleim bedeckt, der die Feuchtigkeit hält. Dieser Schleim erfüllt mehrere Funktionen gleichzeitig.
Kühlung, Schutz vor Bakterien und Unterstützung der Atmung durch die Haut. Besonders bemerkenswert ist, wie sie die Luft durch die Mundhöhle filtern und das Blut mit Sauerstoff anreichern, ohne Kiemen zu verwenden. Jeder Teil ihres Körpers ist das Ergebnis einer langen und unerbittlichen Anpassung. Und das gesamte System arbeitet mit einem Ziel, bis zum nächsten Wasser zu überleben. Und doch bedeutet selbst die perfekteste Biomechanik nichts, wenn die Umgebung feindlich wird. In dieser Hinsicht stehen Fische vor einem weiteren Problem, dem sich schnell ändernden Klima. Krieg um die Feuchtigkeit. Auf den ersten Blick scheint es, dass es für Fische wichtig ist, einfach Wasser zu finden. Aber es ist viel komplizierter. Für eine erfolgreiche Migration benötigen sie eine bestimmte Luftfeuchtigkeit, Oberflächentemperatur und sogar Windgeschwindigkeit. Zu heiß. Der Schleim verdunstet und der Fisch stirbt. Zu trocken, die Haut reißt. Zu windig, der Körper kühlt ab und es wird schwierig, sich zu bewegen. Jeder Ausflug an Land ist wie eine Spezialoperation. Die Fische warten auf den Moment, wenn die Wetterbedingungen ideal sind. Einige verharren stundenlang in schattigen Gruben und warten darauf, dass die Hitze nachlässt. Andere gehen das Risiko ein und kriechen im Mondlicht, um nicht zu überhitzen. Aufgrund des Klimawandels werden solche Gelegenheitsfenster immer seltener, was das Überleben der Arten bedroht. Was früher eine zuverlässige Rettungsstrategie war, wird heute zu einem Roulette-Spiel. Deshalb begannen Wissenschaftler zu überlegen, was, wenn diese Fische nicht nur migrieren? Was, wenn sie auf der Suche nach einem neuen Zuhause umziehen? Wetterimpuls. Als Biologen begannen, die Daten über die Fischmigration mit den Wetterbedingungen abzugleichen, wurde das Bild erstaunlich klar. Jede Massenbewegung fiel mit abrupten Veränderungen in der Atmosphäre zusammen, plötzlichen Regengüssen, Drucksprüngen, Änderungen der Feuchtigkeit. Das waren keine Zufälle, sondern Muster. Es stellte sich heraus, dass Fische Wetteränderungen lange vor ihrem Eintreten spüren. In ihrem Körper gibt es empfindliche Rezeptoren, die minimale Schwankungen im Druck und im elektromagnetischen Feld wahrnehmen. Dank dessen erraten sie gewissermaßen den passenden Moment, um an Land zu gehen. Zum Beispiel vor einem unerwarteten tropischen Regen, wenn die Luftfeuchtigkeit steigt, verlassen die Fische massenhaft ihre Höhlen und beginnen sich in Richtung potenzieller Gewässer zu bewegen. Sie wissen deshalb, dass der Boden bald weicher wird und die Temperatur sinken wird. Diese Stunden sind ihr Fenster der Möglichkeiten. Der Wetterimpuls wird für sie zum Handlungsbefehl. Und das macht sie nicht Fischen ähnlich, sondern Vögeln, die das Herannahen eines Sturms spüren. Nur statt zu fliegen, kriechen sie, und statt des Himmels gibt es staubige Erde. Aber wenn Wettersignale immer unvorhersehbarer werden, was erwartet diese Wesen in der Zukunft? Globale Ausbreitung. Ursprünglich waren die Wanderungen solcher Fische auf ihre heimischen Ökosysteme beschränkt, aber Klimaveränderungen, menschliche Aktivitäten und zufällige Transporte begannen, die Geografie ihres Lebensraums zu verändern. Heute tauchen diese kriechenden Wesen an Orten auf, an denen sie zuvor nie gesehen wurden. Es wurden bereits Fälle des Auftretens ähnlicher Arten in Südamerika, an den Küsten Indiens und im tropischen Teil Australiens dokumentiert. Einige von ihnen könnten mit dem Ballastwasser von Schiffen dorthin gelangt sein, andere durch Strömungen, die durch Überschwemmungen verursacht wurden. Aber die Tatsache bleibt bestehen: Diese Fische beginnen, das Land zu erobern. Sie transportieren Eier im Schlamm, können mehrere Tage ohne Bewegung verharren und auf Feuchtigkeit warten. Und vor allem, sie wissen, wie man sich anpasst. Unter neuen Bedingungen modifizieren sie ihr Verhalten schneller, indem sie sich an die lokalen Wetterzyklen und die Besonderheiten des Geländes anpassen. Ökologen schlagen Alarm. Wenn sich solche Fische massenhaft in tropischen und subtropischen Zonen ansiedeln, werden die Folgen für die lokale Fauna unvorhersehbar sein. Es geht nicht um Dutzende von Individuen, sondern um eine vollständige Veränderung der Nahrungsketten. Und wie es in der Wissenschaft oft der Fall ist, löst eine groß angelegte Bedrohung zunächst einen Skandal aus. Einen wissenschaftlichen Skandal. Als die ersten Veröffentlichungen über kriechende Fische erschienen, betrachtete ein Teil der wissenschaftlichen Gemeinschaft sie als Kuriosität. Aber als Berichte über Migrationen, Veränderungen in den Ökosystemen und ein Verhalten, das an Intelligenz erinnert, auftauchten, war die Reaktion eine andere und nicht immer wohlwollend. Einige große Universitäten weigerten sich, die Forschung zu finanzieren, da sie für unbedeutend hielten. Es gab auch diejenigen, die offen erklärten, dass es ein Versuch sei, eine Sensation aufzublasen. Ein Biologe nannte das Geschehen in einer privaten Korrespondenz zoologischen Infoterror. Aber eine Gruppe junger Wissenschaftler setzte die Arbeit fort und finanzierte die Projekte über Crowdfunding. Ihre Videos und Fotos wurden viral. Wissenschaftliche Zeitschriften begannen, begutachtete Artikel zu veröffentlichen, und sofort folgte eine Reaktion. Mehrere Institute änderten abrupt ihre Positionen und erklärten, dass sie die Situation genau beobachten. Bald wurde eine internationale Konferenz einberufen, auf der erstmals offiziell anerkannt wurde, dass die Landmigration von Fischen keine Theorie, sondern Realität ist. Und das bedeutet, dass wir in einem Moment sichtbarer Evolution leben. Und sofort stellte sich die Frage, wohin führt das alles? Die Zukunft der Fische. Wenn Fische heute an Land kriechen, werden sie morgen immer länger dort verweilen. Sie haben bereits alles Notwendige für den nächsten Schritt.
Organe, die ohne Wasser funktionieren, Empfindlichkeit gegenüber Luft, räuberische Verhaltensweisen. Genetiker haben berechnet, dass sich bestimmte Arten bei diesem Tempo der Veränderung innerhalb weniger hundert Generationen vollständig an das Leben an Land anpassen können. Das ist wenig, wenn man den schnellen Generationswechsel und die hohe Überlebensrate bedenkt. Sie werden beginnen, Höhlen zu nutzen, in der Dämmerung zu jagen und Gehör und Sehkraft zu entwickeln. Einige von ihnen werden vollständig auf Gewässer verzichten und dann wird ein neuer Typ von Lebewesen entstehen, ein Landfisch, nicht als vorübergehendes Phänomen, sondern als neue biologische Klasse. Während wir über Dinosaurier und Evolution streiten, bietet uns die Natur selbst ein Spektakel in Echtzeit. Die Frage ist nicht mehr, ob Fische an Land gehen können, sondern wie weit sie bereit sind zu gehen. Wann werden die Fische aufstehen? Die letzten Aufnahmen, die das ganze Internet eroberten, wurden im tropischen Regenwald gemacht. Ein mit Staub bedeckter Fisch kriecht langsam zwischen den Baumwurzeln, als ob er spürt, dass dies seine neue Umgebung ist. Er irrt nicht umher, hat keine Angst, sondern bewegt sich, selbstbewusst vorwärts. Und das ist das Beängstigendste. Früher dachten wir, dass die Grenze zwischen Fischen und Landtieren vor Hunderten von Millionen Jahren überschritten wurde. Aber jetzt sehen wir, wie sich das wiederholen könnte. Vor unseren Augen. In Echtzeit. Das ist keine Fantasie, das ist keine Fiktion, das ist Evolution, gekleidet in Schuppen, die mit Flossen wackelt und sich in eine neue Realität bewegt. Und während wir staunen, bahnen sich diese Fische ihren Weg. Langsam, beharrlich, schweigend, durch Sand, Staub, Wurzeln, Blätter. Denn die Grenze zwischen Wasser und Land ist nicht mehr so zuverlässig, wie wir dachten. Und vielleicht wachen wir eines Morgens auf, gehen in den Hinterhof und entdecken, dass die Fische tatsächlich aufgestanden sind.